Handmade Rums Rums. Musik ist immer zeitbezogen. Oh, hallo. Reiskörner, grobes Salz. Das dürft ihr entscheiden. Und dann kommt man nämlich auch nicht in Probleme mit dem Masterpegel. Das macht so. Das sind eigentlich diese 4 Elemente, mit denen ich dann spiele. Im richtigen Zustand kann man auch total durchdrehen dabei. Mit der Stimme funktioniert das auch super. Hallo, ich bin LFOmi und ihr begleitet mich in dieser Videoserie dabei, wie ich mit einem 500€ Setup Tracks mache und diese Tracks in Online-Shops und Streamingdienste reinstelle und wir gucken, ob da Geld reinkommt. Heute kümmern wir uns um den zweiten Track, Blackwood. Hören wir da mal kurz rein. Hier oben in der ersten Spur das Drumrack mit dem Beat eigentlich. Die nächsten 3 Spuren sind der Bass. Die Spur 5 und 6 sind Handmade, Rums Rums. Oder? Ja, Handmade, Rums Rums. Und darunter auch sowas Handgemachtes. 7 und 8 sind Vocals. Ja. Zweimal, einmal noch mehr in Effekten und ich glaube auch ein bisschen breit gemacht und einmal in der Mitte. Dann kommen diese beiden Melodiespuren, jeweils aus dem CA 2600. Dieser Art-Nachbau, die einzige Software, die ich mir gekauft habe. Und dann kommen so 2 Stabs, so Chord-Stabs, aber sehr, sehr tiefe, so ein bisschen grummelige. Auch immer 2, einer in der Mitte, der andere etwas breit zum Drüberlegen, um dem Klang ein bisschen mehr Raum im Mix zu geben, ohne ihn lauter machen zu müssen. Dann kommen diese eigentlichen Chords, die kommen aus dem Surge, das sind so Pads eigentlich. Ist das geil, oder? Ich liebe solche offenen, flächigen Sounds. Da kann ich mich echt verlieren. Dann haben wir hier ganz unten noch auch eine Vocalspur aufgenommen und gefiltert. Ja, ihr hört, der Rechner ist ein kleines bisschen an der Leistungsgrenze. Ist er überhaupt beste Leistung? Oh, die sieht ja aber nicht so gut aus. Vielleicht mache ich mal das Internet aus. Das ist vielleicht doch mal eine ganz gute Idee. Das Drumrack habe ich hier relativ viel benutzt, um Loops abzuspielen, weil ich einfach an die Grenze der Trackmenge kam. Dann haben wir zum Beispiel hier so ein Shaker-Loop. Das sind so Shaker-Loops, ja. Auch so ein Shaker-Loop. Zu diesen Shaker-Loops. Die Leute, die meine Musik ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich das relativ viel selber mache. Und da sind ein paar Sachen, die ich euch mitgeben kann, die so gelten für Shaker-Loops aufnehmen. Ich mache mal kurz das Mic an. Da wird das Audio-Interface erstmal kurz den Sound ausmachen und dann kommt er gleich wieder. Ich mache den Direct-Monitor an, dass wir hier direkt hören, was ich mache. Ich habe festgestellt, wenn ihr Shaker oder wenn man einen Shaker kauft, der so im Musikalienhandel zu kaufen ist, dann ist das häufig ein Shaker, der wahnsinnig laut und aggressiv klingt. Warum? Die sind für die Bühne gemacht. Ein Shaker, den du im Musikalienhandel kaufst, ist für die Bühne gemacht. Und im Studio funktioniert es nicht. Bei diesen Mics, die man nicht auf die Bühne stellen kann, weil die ganze Zeit Feedback, also Rückkopplung, Fiepen erzeugen. Ja, dafür sind die viel zu sensibel. Diese Mics sind viel zu sensibel, um die auf die Bühne zu stellen. Deswegen kann man die nur im Studio benutzen, diese Kondensator-Mics mit Phantomspeisung.
Wenn man da mit so einem normalen Bühnenshaker reingeht, ist das ein Signal, was total stressig und anstrengend klingt. Deswegen nutze ich eher sowas wie hier so eine ganz frische Zahnstocherdose. Ach du meine Güte, was ein Fettgrind aus der Küche drin. Aber wenn ich das hier als Shaker spiele, ja? Ich mache mal den Beat dazu an. Ja, ist ein kleines bisschen laut auch, sorry. Ja, hört ihr das? Ganz verschiedene Shaker-Sounds kann man hier rausholen. Also den hier, so ein leicht treibender. Dann kann man das Ding hier super auf eine Snare einfach draufsetzen oder mit einer Clap zusammen oder so. Wenn er offen ist, an der Öffnung hier ganz sanft. Oh, hallo. Oh, ja. Nicht wundern, wenn man das nicht hinbekommt, so richtig tight zu spielen. Das ist ganz normal. Ach ja, hier habe ich noch so eine Tic-Tac-Dose. Das sind diese Süßigkeiten, wo man immer nur ein essen muss und gar nicht immer alle auf einmal, zum Glück. Und da sind, glaube ich, Wacholderbeeren drin oder so. Und das ist halt auch durch das Plastik ein ganz weicher Shaker. Aber halt, das funktioniert im Studio wahnsinnig gut. Ja, also da einfach die Kaugummipackung oder sowas aufbewahren, Reiskörner, grobes Salz, alles mögliche, Linsen, Bohnen. Das sind ganz, ganz tolle, abwechslungsreiche Shaker, die im Studio-Kontext mit so einem Mic wahnsinnig gut funktionieren. Da nimmt man dann irgendwie 4, 5 Takte auf und sucht sich so einen kleinen Schnipsel raus, der funktioniert. Und den Rest schmeißt man weg. Diese Funktion Steuerung J, dass man aus einem längeren Pfeil einen kleinen Ausschnitt neu schreibt, und dieses neu geschriebene Pfeil dann in Drum Rack reinwerfen. So würde ich das in dem Fall machen. Oder wenn man einen kleinen Shaker Loop sucht, auch da halt einfach viel spielen, ja, und dann aufnehmen währenddessen und dann wird so ein Stückchen dabei sein, was man benutzen kann. Das geht mir auch so, das ist ganz normal. Ich halte das Mikrofon hier die ganze Zeit so komisch, als wäre ich irgendwie so eine Sorte Nachrichtensprecher oder sowas. Ich glaube, ich mache das mal wieder aus. Nein, ich mache es noch nicht aus, weil Handmade Rums. Das ist wirklich nur so ein und ich glaube, das ist der Mikrofonkorb. Mit dem Fingernagel auf dem Mikrofonkorb gejuckelt. Die tiefen Frequenzen weggeschnitten, weil es viel zu viel rumpelt, das ist das richtige Wort. Und schon hat man so einen komischen, organisch klingenden Kratzsound. Gut, das ist jetzt sehr stimmingmäßig, gebe ich zu, aber das ist auf jeden Fall, dann legt das Ding in eine große Ikea-Metallschüssel. Auch ein geiler Trick ist, die Metallschüssel ein bisschen mit Wasser zu füllen, von außen zu spielen, außen anzupingen und dann die Metallschüssel ein bisschen zu neigen. Das macht so und den Sound in Sampler und das als Addition zu einem Synthesizer-Sound oder sowas nehmen. Das Rums ist der Mikrofonkorb. Nee, das ist nicht der Mikrofonkorb. Das ist hier so, ist einfach so per Hand gespielt. Die zweite Spur hier auch. Das ist der Tisch in meiner Wohnung. Und wir haben im Wohnzimmer so einen kleinen Wohnzimmerbrunnen, der uns frische Kräuter gibt. Ein Hydroponiksystem. Und wenn man das weiß, hört man im Hintergrund den Brunnen. Ja, das Wasser gluckern. Weil die blöde Pumpe ausgewechselt werden musste und jetzt gluckert die ein bisschen. Und man hört sogar den Klick. Hört ihr das? Klick, 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 klick. Das ist der Klick von Ableton. Ich mache den mal kurz an. Da hinten ist er. Der ist einfach, ich hatte den Kopfhörer zu laut, wahrscheinlich, ich doofi. Und deswegen hört man das auf dieser Aufnahme, ist aber halt im Gesamtkontext. Wenn man das weiß, hört man das, ja? Aber ich finde es nicht so schlimm. Habe ich jetzt verraten, dass ich unsauber gearbeitet habe? Ich sollte mich was schämen.
Die Vocals habe ich natürlich einfach selber gesungen. Diese Synthesizer-Melodien aus den ARP-Nachbauten, das sind einfach Presets. Ich spiele mal kurz an hier. Das ist das H. Und dann gibt es noch einen zweiten. Das ist einfach ein Preset aus dem Teil. Ich gehe ein kleines bisschen näher ran. Hier. Und dann in Kombination. Und hier unten aus dem Search dieser Akkord. Und falls ihr euch fragt, was hier diesen Raum so schön groß macht und so luftig, das ist mal wieder mein Lieblingsplugin Valhalla Supermassive, was ich vielleicht auch im letzten Track schon benutzt habe. Es könnte sein, dass ich das sogar in den letzten 5 Tracks, die ich generell einfach so gemacht habe, irgendwie benutzt habe, weil ich so begeistert davon bin. Das hier ist in dem Fall der Triangular Mode mit einem Preset, was ich jetzt auch nicht ändern will. Long Reverb, very long repeating echoes, long decay, slow attack, also einfach lang und groß. Dahinter ist ein Kompressor, der nichts macht außer laut. Ja, hier das Threshold ist unten, Sidechain ist aktiviert, aber kein Audio aktiviert hier. Und dann ist da noch ein Kompressor, der aus ist, keine Ahnung. Da habe ich wohl auch ein kleines bisschen unsauber gearbeitet. Aber es klingt einfach auch von sich aus so geil. Wenn ihr einen Hall oder sowas in einen Send reinlegt, achtet darauf, dass der Mixregler, egal bei welchem Plugin, der Mixregler so eingestellt ist, dass vom Originalsignal nichts mehr mitkommt. Wenn ihr in einem Send-Kanal einen Effekt drauf habt, muss der immer komplett wet sein. Das bedeutet, kein Originalsignal mehr durchlassen, sondern nur noch sein Effektsignal zeigen. Sonst gibt es Phasenschweinereien. Wir sind beim Arrangement. Ich zeige das mal hier oben anhand des Drumracks. Ich zeige quasi im Intro, wenn man so will, stelle ich den Beat vor und diese tollen Space Sound mit diesem selbstgesungenen. Ich habe den Beat per Hand eingespielt über diese Pads hier und musste den dann so sukzessive immer mehr aufs Grid draufziehen, auch mit dieser komischen Groove-Funktion von Ableton. Man kann das nicht so, man kann so ein Swing, also dieses Hübbelige da drin, dieses swingige, geschaffelte, kann man bei Ableton nicht einfach so in Prozenten einstellen, sondern man muss da immer so ein Groove-Pattern auswählen. Das ist hier links bei Packs oder sowas. Ich weiß auch so, das weiß ich auch tatsächlich gar nicht so genau, muss ich sagen. Wie auch immer, diesen Groove habe ich im zweiten Teil, dann habe ich einfach die Bassdrum mit so einem tiefen Chord-Sound aus dem ARP 2600 Nachbau angedickt sozusagen. Hier. Das spielt das gleiche wie die Bassdrum. Ich mache die Automation hier aus, das ist verwirrend. Ja, und da habe ich auch 2 Varianten von, um halt nochmal diese Stereobreite zu erzeugen. Wobei der zweite tatsächlich sehr, sehr zugefiltert ist. Eher so psychoakustisch. Und auch der Bass, der dann reinkommt, bezieht sich auf die Bassdrum. Es ist einfach nur, ganz unten habe ich halt nochmal so einen 808 Bass dazugefügt, um dieser Bassdrum mehr Druck zu verleihen. Und das muss man halt letztendlich in so einem Mix so gewichten, dass diese einzelnen Komponenten dann, wenn sie alle zusammenspielen, maximal laut sind. Und davor müssen sie halt einfach leiser sein. Ja, und dann kommt man nämlich auch nicht in Probleme mit dem Masterpegel. Ich habe jetzt hier tatsächlich was drauf. Ich habe hier einen Limiter drauf und eine Kombination, so eine Art Pseudomaster. Und momentan schieße ich sogar 3,4 dB über den
über den Main Out. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh nee, also das ist jetzt nicht so sehr sauber gemischt, wie ich sehe. War ich ein bisschen faul. Ist tatsächlich aber nur einmal so drüber gesprungen. Ich mache es mal wieder an, weil wir uns jetzt gerade an diese Lautheit gewöhnt hatten. Also, ich stelle den Groove vor. Ich sticke den Groove mit so einem tiefen Chord an und dann setze ich noch eine Oktave unten, quasi richtig unten im Keller, kommt der eigentliche Druck im Hauptpart quasi dazu. Und dann zum Ende raus kommen diese tiefen Chords nochmal dazu und es ist so eine Kombination. Groove, tiefe Chords, ganz tiefer Bass und diese Effekte. Das sind eigentlich diese 4 Elemente, mit denen ich dann spiele, die so ineinander greifen, dass ich damit über, ich glaube, wie lang ist das Stück? 4,5 Minuten, etwas über 4, es ist nicht so lang, eine Spannung erzeugen kann, wo man im Prinzip dann, wenn man diese Elemente alle hat, dann geht es tatsächlich nur noch darum, dass man so eine Art, dann hat man sich so Puzzleteile gebaut und die muss man halt richtig zusammensetzen. Und das klappt nicht wie in einem Bildpuzzle halt in aller Ruhe, sondern Musik ist immer zeitbezogen. Das heißt, es ist eine Frage, nach welcher Zeit muss welches Element wie kommen, dass unser Ohr, unser Hirn, unser Geist da irgendwie angeregt von wird. Und das heißt eigentlich, Lust hat zuzuhören, Lust hat weiter zuzuhören. Im richtigen Zustand kann man auch total durchdrehen dabei. Wenn ich es schaffe, dass genug Leute Lust haben, zuzuhören, habe ich schon mal ziemlich viel erreicht. Ja, ich glaube, das war's eigentlich. Ich hoffe, ich denke, ihr habt eine ungefähre Vorstellung, wie dieser Song funktioniert. Habt ein bisschen mitbekommen, wie ich so Shaker aufnehme. Nehmt da ruhig irgendwas Improvisiertes. Auch ganz toll, so wenn man ganz nah rangeht, funktioniert tatsächlich auch so kleine Geräusche. Ich mag das, wenn so kleine, ungewöhnliche Geräusche, wenn man die nimmt und aus denen irgendwas macht, was dann so wieder so mechanisch wird. Also wenn man den Computer dazu bringt, ein bisschen organisch zu klingen. Dann in dem Moment, wo man selber was aufnimmt, wird es individuell. Mit der Stimme funktioniert das auch super. Ja, ich hoffe, ihr macht das, weil das Ergebnis ist toll. Ist auf jeden Fall immer spannender, als wenn ihr einfach vorgefertigte Sachen oder vorgefertigte Sample Packs benutzt. Und es ist eigentlich gar nicht schwierig. Man braucht ein kleines bisschen Wille, dass man das halt macht, weil es ist nicht ganz so einfach mit dem Aufnehmen und dann sortieren, was man eigentlich wirklich will. Es ist aber alles machbar, es ist kein Hexenwerk. Dazu lade ich euch herzlich ein. Wenn ihr euch das Stück in Ruhe auf euren Kopfhörern über den Streamingdienst eurer Wahl anhören wollt, haben wir euch unten nochmal Links dazu gepackt, wo ihr das machen könnt. Es ist tatsächlich überall, wo es Musik zu hören gibt, gibt es auch diese Stücke, LFO Me Blackwood. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es um irgendwas anderes. Habe ich jetzt gerade vergessen. Aber es kommt auf jeden Fall das nächste Video. Schaltet wieder ein. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.